Neben mir steht mein Schnäppchen des Jahres, Mercedes 190 Diesel mit Automatikgetriebe. In diesem Video werde ich das Fahrzeug vorstellen, benenne alle Reparaturen, die noch notwendig sind und nenne die Preise, die dabei entstehen. Zum Schluss erfährst du auch den Kaufpreis, den ich bezahlt habe. Wenn du das interessant findest, dann bist du hier genau richtig. Hallo und herzlich willkommen. Mein Schnäppchen des Jahres wird heute die Hauptrolle spielen. Ich werde alle Einzelheiten verraten und auch die Preise. Beginne aber erstmal mit der Fahrzeugvorstellung. Der Wagen wurde im Jahr 1992 gebaut. Ich habe ihn praktisch aus der ersten Hand gekauft. Der erste Besitzer war Jahrgang 1921, hat den Wagen also mit 71 Jahren gekauft. Im Jahr 2009 wurde der Wagen von seinem Sohn übernommen, Jahrgang 1955. Aktuell hat der Wagen eine Laufleistung von 202.000 Kilometer. Unter der Motorhaube befindet sich ein Dieselaggregat mit einer Leistung von 75 PS und 126 Newtonmeter. Zu der Sonderausstattung gehört das Viergang-Automatikgetriebe, der Drehzahlmesser, das elektrische Schiebedach, Außenspiegel rechts elektrisch einstellbar. Weiter geht's mit den 4 Lautsprechern, die regelbar sind. Das originale Bäckerradio ist leider nicht mehr vorhanden. Die nächste Station ist die pneumatische Zentralverriegelung und der originale Feuerlöscher, der sich unter dem Fahrersitz befindet. Und zum Schluss die Mittelarmlehne und Kopfstütze hinten. Das alles in der Farbe Blau, genauso wie das Armaturenbrett. Und jetzt für die optische Begutachtung mache ich noch einen kurzen Rundgang und zeige ein paar Aufnahmen vom Innenraum. Und jetzt komme ich zu den Reparaturen. Ich werde sie in 3 Gruppen aufteilen. Erste Gruppe, das sind akute Reparaturen, die jetzt durchgeführt werden müssen. Zweite Gruppe, das sind Reparaturen, die man auch später machen kann. Und dritte Gruppe, das sind Reparaturen, die ich machen möchte, damit das Fahrzeug perfekt wird. Das Allerwichtigste ist die Reparatur der Ölwanne. Sie hat einen Haarriss und schwitzt deshalb. Ich werde die Ölwanne ausbauen und lasse sie von meinem Kumpel schweißen. Was wird mich das kosten? Einen Kasten Bier für 16,40 €. Eine gebrauchte Ölwanne würde 10-mal so viel kosten. Also ich trage bei dem Punkt 20 € ein. Die Dichtung habe ich in der Garage, die liegt nur rum, die werde ich jetzt nicht berechnen. Nächster Punkt, die Wagenheberaufnahmen. Die Fahrerseite sieht sehr gut aus, hier muss nichts gemacht werden. Beifahrerseite, vordere muss geschweißt werden, hintere kann man ohne zu schweißen retten. Bei den Kosten werde ich also für das Reparaturblech 20 € eintragen. Jetzt kommt die Beifahrertür. Hier muss der Rost entfernt werden. Schweißen ist aber nicht notwendig. Ich werde deshalb 0 € eintragen, weil das Lackieren mit den weiteren Aktivitäten verrechnet wird. Der Scheibenwischer ist schwergängig, deshalb muss die Mechanik zerlegt und gefettet werden. Darüber hinaus wird noch ein neuer Wischer benötigt und die fehlende Abdeckung. Der Wischer kostet fast 20 €, die Abdeckung ca. 30 €. Ich werde also für beide Teile 50 € berechnen. Und jetzt komme ich zu dem defekten Wärmetauscher. Dafür muss das Lenkrad und das gesamte Armaturenbrett ausgebaut werden. Das Teil kostet bei Mercedes 140 €. Und jetzt die nächste Baustelle, das Schiebedach. Es funktioniert und lässt sich öffnen, ist aber schwergängig. Deshalb muss die Mechanik gereinigt und geölt werden. Dafür wird ein Spezialöl benötigt,
kostet ca. 60 Euro. Und jetzt die Zusammenfassung der ersten Gruppe. Ich habe hier nur die Materialkosten dargestellt, weil ich das alles selber mache und somit keine weiteren Kosten entstehen werden. Unter dem Strich werden die Reparaturen der ersten Gruppe 290 Euro betragen. Und jetzt kommen die Reparaturen der zweiten Gruppe, die nicht unbedingt sofort gemacht werden müssen. Hier sieht man die defekte Dämmung. Eine neue kostet ca. 50 Euro. Jetzt sind wir in dem Motorraum angekommen. Hier werde ich die Hydroschlüsseln austauschen. Sie machen schon leichte Geräusche und dabei werde ich auch vorbeugend die Zylinderkopfdichtung austauschen. Die ganzen Ersatzteile, die dafür benötigt werden, mit Dichtungen und Schrauben, kosten bei Mercedes 450 Euro. Es geht in dem Motorraum weiter. Hier müssen noch die beiden Motorlager ausgetauscht werden. Pro Stück zahlt man 25 Euro. Bei der Gelegenheit werde ich auch noch das Getriebelager austauschen. Für alles zusammen habe ich 75 Euro berechnet. An den beiden Außenspiegeln müssen die Dichtungen ausgetauscht werden. Beide zusammen kosten 25 Euro. Und das war's schon in der zweiten Gruppe. Hier betragen die Kosten zusätzlich 600 Euro. Jetzt sind wir in der dritten Gruppe angekommen. Sie beinhaltet die Schönheitsmaßnahmen. Als erste Maßnahme werde ich die Stahlfelgen durch Alufelgen ersetzen. An der Stelle werde ich die Felgen von meinem T-Modell verbauen. Dazu brauche ich aber neue Reifen. Sie werden zusammen mit dem Auswuchten und Aufziehen 350 Euro kosten. Darüber hinaus wird noch eine neue elektrische Antenne benötigt, die kostet 40 Euro. Das Radio wird ausgebaut und durch ein Bäckerradio ersetzt. Ich hatte Glück, ich habe über eBay Kleinanzeigen ein Bäckerradio für 110 Euro gekauft. Und jetzt ist die Kühlermaske dran. Hier muss eine Zierleiste ausgetauscht werden. Sie kostet 30 Euro. Etwas weiter unten an der Stoßstangenleiste gibt es eine Delle, genauso wie hinten eine Beschädigung. Deshalb werde ich beide austauschen. Ich habe sie schon bereits gekauft und habe für beide fast 100 Euro bezahlt. Und jetzt sind wir beim Thema Lackieren angekommen. Ich werde alle Stellen zeigen, die behandelt werden müssen und anschließend nenne ich den Preis. Also mein Kumpel und gleichzeitig Lackierer meines Vertrauens wird dafür 1000 Euro berechnen. Und jetzt sieht man hier die Übersicht der Kosten in dem letzten Block. In der Summe wird es hier alles zusammen 1630 Euro kosten. Und das waren schon alle Reparaturen und alle Arbeiten, die an dem Auto durchgeführt werden müssen, damit der Wagen perfekt ist. Jetzt werde ich den Preis nennen, aber ich gebe dir erstmal noch ein paar Sekunden Zeit, damit du einen Tipp abgeben kannst und den kannst du mir später gerne als Kommentar schicken. Und jetzt? Ich habe für das Auto 2800 Euro bezahlt. Unter dem Strich, wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind, wird mich der Wagen 5320 Euro kosten. Jetzt kennst du alle Einzelheiten zu dem Fahrzeug. Du kannst mir gerne schreiben, ob das in deinen Augen auch ein Schnäppchen ist oder nur ein Griff ins Klo. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal.